Ja, wir freuen uns natürlich, dass wir uns vielleicht ganz kurz vorstellen dürfen. Also unser Familienunternehmen aus ja, der Familie Rottmann, meine Söhne Johannes, Thomas und Benedikt, auch so in der Reihenfolge im Alter nach. Seit über 10 Jahren arbeiten wir so zusammen, wie wir hier stehen und machen das auch ja, mit Leidenschaft. Alles, was ums Mahlen und Mischen zu tun hat, mit Futtermitteln, ja, Konservierung, Getreidelagerung und ja, Mühlenhandel und machen das jetzt, wie gesagt, seit insgesamt fast 30 Jahren und mit der Familie dann, mit meinen Söhnen zusammen seit über 10 Jahren. So, wir machen heute hier die Bullenmischung mit der Ackerbohne. So, von der Ackerbohne machen wir 4.500 Kilo. Weizen, den Weizen 1.140 Kilogramm bestätigen. Den werden wir mahlen. Futterkalk von 240 Kilogramm aus dem Big Bag. Dann noch 2% Sojaöl, GVO-frei. Sojaöl 2%. Bestätigen. Das saugen wir lose an. Ja, herzlich willkommen auf dem Betrieb der Familie Lintel-Höping. Hof Holtrup ist der alte Hofname in Senden im Münsterland. Wir bewirtschaften einen Betrieb mit 480 Mastbullen, knapp 2000 Schweine. Die Firma Rottmann ist heute hier, um für unsere Bullen die Vormischung an Ackerbohne und Getreide zu mischen. Wir füttern gentechnikfrei, deswegen verwerten wir die eigene Ackerbohne und mischen die entsprechend auf mit Futterkalk und hofeigenem Getreide, weil wir für die Haltungsstufe 3 in der Bullenmast gentechnikfreie Fütterung haben müssen. Und da bietet sich die Ackerbohne sehr gut an. Deswegen setzen wir die ein und deswegen ist die Firma Rottmann heute hier. Mischung Rückstellmuster werden wir gleich machen. Protokoll erstellen. Jetzt haben wir hier im Prinzip den Kunden oben, dann haben wir die Mischung, den Fahrer, das Fahrzeug, das Datum, die Silonummer. Und dann kann nach den Unterschriften das Protokoll erstellt und übergeben werden an den Landwirt. Ich bin Johannes Rottmann. Ich bin bei uns mit dem Familienunternehmen seit 2010. Und genau, ich führe mit meinen beiden Brüdern zusammen das Unternehmen, was unser Vater aufgebaut hat, dann fort. Und ja, hier stehen wir vor einer fahrbaren Mahl- und Mischanlage. Die Anlage, die fasst gut 20.000 Liter.
Da bekommen wir dann ungefähr 12 bis 14 Tonnen Futter in die Mühle. Die Tanks sind unterteilt, da sind 2 Mischerbehälter. Wir können dann jeweils 6 bis 7 Tonnen fassen und somit 2 Mischungen auf einmal durchführen. Wir können dann halt mahlen, quetschen und lose ansaugen. Zusätzlich hat diese Anlage noch ein Hochdruckgebläse, geht dann bis 1,5 bar. Und je nach Kundenstruktur ist es dann möglich, 50 bis 200 Tonnen pro Tag zu müllern. Ja, genau, hier sind wir vor dem Mahlkasten und genau, im Prinzip ist er dann auch mit den Hämmern bestückt. Und wir fahren dann mit 4,5 mm Drahtsiebe und genau, damit bekommt man dann eine gute Futterstruktur hin. Futteröl führen wir halt auch auf den Anlagen mit. Hier ist dann der Tank fürs Futteröl. Daneben haben wir dann natürlich Diesel und auch AdBlue. Und die Stutzen können Gott sei Dank nicht verwechselt werden, weil beim Diesel, kennt man das ja, ist hier auch der Einfuhrstutzen für Diesel halt da. Bei uns im Unternehmen bestellen die Kunden entweder kurzfristig oder auch im festen Rhythmus, dass wir im festen Rhythmus zu den Kunden kommen. Dann ist es so, dass der Kunde mit 3 Fahrern rechnen kann, wenn mal einer ausfällt oder im Urlaub ist, dass man auf jeden Fall feste Vertretungen hat, sodass wir immer Leute auf den Höfen haben, die sich auch auskennen.